Ungewöhnlich beim Gas geben, dass man keine Motorengeräusche hört, aber hat trotzdem sehr viel Spaß gemacht. Angst, große Angst. Einstellen bei Pedale und Lenkung, Sport- oder Lässig-Modus. Allein wie die das benennen, Lässig, ja. Oder du kannst bei einer bestimmten Einstellung Mad Max eingeben. Das ist halt, man merkt halt, dass dieser Elon Musk ein bisschen ein verrückter Typ ist, wie das alles programmiert wird. Wir gehen jetzt hier auf Sport, weil Lässig bringt nicht die richtige Beschleunigung. Lenkmodus Sport, dann ist die Lenkung ein bisschen härter. Direkter. Genau, direkter. Bist du denn schon mal Elektroauto gefahren selber? Einmal. Was für ein? Das war der Twizy. Was ist denn das für eine? Von Renault, der kleinste Elektrowagen der Welt. Ah, okay. Und Einsitzer. was für ein Gefühl? Ungewöhnlich beim Gas geben, dass man keine Motorengeräusche hört, aber hat trotzdem sehr viel Spaß gemacht. Aber nicht zu vergleichen mit Tesla oder Polestar. Tesla gibt keine Werte an, was jetzt die Kilowattleistung angeht. Also nicht komplett. Der soll um die 512 PS haben. Verteilt auf beide Achsen, das heißt 2 Motoren. Ein Motor vorne, ein Motor hinten für die Achse. Also eigentlich ein Allrad. Genau, Allradantrieb, der eben wie bei allen anderen Systemen auch, ob das jetzt X-Drive ist oder Audi Quattro, dann Ja. eben jeweils die Kraft auf die Vorder- oder auf die Hinterräder gibt. Der hat Fußgänger erkannt. Ja, Motorräder erkennt er. Er kennt auch jetzt, wenn es jetzt beispielsweise ein Fahrrad ist, zeigt er dir ein Fahrrad an. Der läuft jetzt mitten auf der Straße. Die Schilder erkennt er. Da ist er aber, da muss Tesla noch nachrüsten bei der Schildererkennung. Die ist nicht besonders gut. Ja, und von der Beschleunigung bringt er 3,3 Sekunden auf 100. Das heißt, das ist Supersportlerniveau. Also das, selbst mein 11er ist da fern von der Beschleunigung. Und wie ist die hohe Höchstgeschwindigkeit angegeben? 261. Aber wenn du das fährst, dann hast du nicht lange Freude, weil einfach der Akku dann weg ist. So, das sind dann ungefähr 3,3 Sekunden. Das ist Beschleunigung. Das ist echt Beschleunigung. Also beim ersten Mal, als ich das gemacht habe, du denkst halt echt, also ein leichtes Schwindelgefühl sogar. Und jetzt heben wir ab. Jetzt sehen wir ab, genau. Das ist wirklich wie Motorradfahren. Ja. Klar, meine R90 bringt auch irgendwie so 3,5, 3,4 Sekunden, irgendwas so in dem Bereich. Und hier dieses Ding zeigt an, jetzt gebe ich Gas, das heißt, er verbraucht Benzin. Benzin, ist klar. Wenn ich, und ich gebe Gas, das sind die alten Vokabeln, die man noch hat. Also jetzt gebe ich quasi Strom und wenn ich jetzt weggehe, rekupiert er. Du merkst auch, er bremst. Das heißt, der hat Induktion. Genau, und die Strom jetzt erzeugen. lädt er quasi und erzeugt Strom. Und das nennt sich One-Pedal-Driving. Das heißt, du musst eigentlich gar nicht mehr bremsen. Also jetzt bei einer längeren Stadtfahrt, die gesamte Fahrt, ich habe nicht einmal gebremst. Ist natürlich super, was die Effizienz angeht, hat aber einen großen Nachteil, nämlich die Bremsanlage selber. Gerade hier beim Performance, das ist eine Sportbremsanlage. Und die wird halt nicht gebremst, die wird nicht genutzt. Das heißt, die Dinger rosten relativ schnell, sie kriegen Schlieren rein. Die ersten Modelle, die jetzt zum TÜV gegangen sind einige durchgefallen, weil die Bremsscheiben nicht sauber waren. Die hatten halt relativ tiefe Riefen drin. Und darum werde ich es so machen, dass ich immer so einmal in der Woche oder so im Track-Modus fahre. Da ist 0 Rekuperation. Und dann hin und wieder bremse. Ich werde ihn auch einbremsen, habe ich gestern schon gemacht. Das heißt mal 100 und dann auf 20, 30 runter, abkühlen lassen, wieder machen. Also ist jedem zu empfehlen, das selbst zu machen und regelmäßig auch mal zu bremsen Genau. und die Bremse zu beanspruchen. Ja. Weil du hast halt keine Wartungsintervalle, keine richtig festgelegten. Hast du nicht. Was auch ist halt nicht viel zu warten. Nicht? Öl, Getriebeöl, haben wir nicht.
Und sagt Tesla irgendetwas, wie lange der Akku hält? Du solltest immer zwischen 20 und 80% laden. Und wie weit ist jetzt die Reichweite? Na, momentan haben wir jetzt hier, kannst du raufdrücken, 45%. Und wir haben jetzt noch eine prognostizierte Reichweite von 227. Wenn man hier aber raufguckt, das sind die Beschleunigungen, da zieht er natürlich unheimlich. Das heißt, wenn ich jetzt richtig Gas gebe, um, sage ich mal, nach München zu fahren, dann sind das vielleicht 150, 200 Kilometer, mehr ist nicht drin. War aber bei meinem Porsche auch nicht anders. Wenn ich den richtig, dann sind da 22 Liter durchgeflossen. Dann bin ich auch nach 150 Kilometer stand ich an der... Wenn du aber jetzt 130 Richtgeschwindigkeit fährst, dann kommst du deine im Sommer 450 Kilometer weit, tankst am Supercharger 20, 30 Minuten und fährst weiter, wieder bis 80%. Also in den 20 bis 30 Minuten 80% Ladung. Genau. Und es bringt dann auch nichts, die 20% nochmal zu laden, also von 80 auf 100, weil so wie bei deinem Handy ist die Ladekurve so eingestellt, dass am Ende natürlich weniger Strom reingeht. Das heißt, für die 20% brauchst du dann nochmal deutlich länger zu laden. Ich bin ganz ehrlich, hast du die Höchstgeschwindigkeit schon ausgereizt? Ich habe ihn ja jetzt erst seit 4-5 Tagen. Ich bin einmal 230 gefahren, dann ging nicht mehr. Werde ich ausprobieren, klar, aber selten. Also das Fahrgefühl ist sehr schön. Die Beschleunigung, Wahnsinn. Ja, das muss ich wirklich sagen. Also, ja, was ich vorhin gesagt habe, das 3,3 Sekunden sind halt Motorrad- oder Supersportler. Auch die Form ist sehr schnittig also. Und ja, du hörst nichts. Keine Geräusche. Das ist wirklich, wobei ich natürlich, klar, bei meiner R90 beispielsweise, ich liebe diesen Boxer-Sound. Und beim Porsche liebe ich es auch. Boxermotor, das geht halt irgendwie, das ist halt weg. Wie lange hat es gedauert, bis du die Technik verstanden hast? Unheimlich schnell. Ich bin ja selber Apple-User durch und durch. Wir haben im Büro Macs, ich habe iPhones, iPads, den ganzen Kram. Ich würde das damit vergleichen. Es ist sehr intuitiv zu bedienen. Du hast hier das Menü, da siehst du die einzelnen Punkte, auch die Einrichtung. Jetzt hier mit der Karte und mit dem Handyschlüssel. Selbst erklären, würde ich fast sagen. Jetzt fährst du auch mal kurz eine Runde. Sehr gern. Wie beim Automatik, auf die Bremse drücken und Jetzt dann haben den wir- Gang einlegen. Jetzt haben wir ja noch die direkte Lenkung drin. Ja, Keine Schaltung. die ist hier. Also auf die Bremse und dann runterdrücken. Und dann siehst du da oben, dass er auf D geht. Nochmal. Dann hochdrücken. Das ist der Rückwärtsgang. Jetzt. Ah, runterdrücken. Okay. Ich habe Angst. Große, große Angst. Here we go. Genau, und wenn du jetzt vom Gas mal runter gehst, merkst du dieses One-Pedal-Driving. Oh, extremes Bremsen. Extrem, weil der halt extrem wieder Energie reinholt. Das heißt, du musst beim Runtergehen von der Bremse dir angewöhnen, dass du also quasi linear runtergehst, langsam. Nicht digital einmal runtergehen, sondern ein bisschen runtergehen. Gaspedal merkt man dann aber auch, ist ein bisschen schwerer. Okay. Mhm. Ja, wird sich sehr angenehm. Am Anfang willst du immer hier vorne hingucken, so ging es mir auf den Tacho. Mit der Zeit, aber hier mit der großen Geschwindigkeitsanzeige, man gewöhnt sich total schnell dran, finde ich. Und da eins muss man auch immer im Hinterkopf haben, die hören uns nicht. Ein Verbrenner hören die. Radfahrer jetzt beispielsweise. Never going back now. Future expedited, now we on the fast track now. They won't lend a Sehr direktes Fahrwerk. Genau. Und wenn du einmal kurz raufdrückst, Vollgas, Kickdown, dann merkst du schon, da kommt echt was. Also Wahnsinnsbeschleunigung. Gewöhnungsbedürftig, aber Total. sehr schönes Verhalten. Und es geht aber schnell. Also diese Gewöhnungsphase war bei mir echt, als ich die Probefahrt hatte mit dem Long Range, ja, nach einer halben Stunde oder so war ich irgendwie schon dran gewöhnt. Und Einparkhilfe? Hat er auch, ja. Sogar in
Parklücken, die quer sind. Nicht jetzt hier so. Und im Gegensatz jetzt zum Beispiel zu meinem Cooper Works, bei der Einparkhilfe hatte der ja auch automatisches Einparken, aber da musste ich Gas und Bremse bedienen. Das musste hier nicht, das ist voll autonom. Das heißt, du machst gar nichts mehr. Für meinen Geschmack ist er ein bisschen zu weit weg vom Bordstein beim automatischen Einparken. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite bei den 20 Zoll Felgen, die so empfindlich sind, weil gar kein Gummi dazwischen ist es mir eigentlich lieber, weil du hast so schnell einen Kratzer drin in den Dingern. Also super Fahrverhalten. Und mit dem Gaspedal gewöhnt man sich sehr schnell dran. Oder? Also muss ich auch sagen. Ungewohnt ist, dass man halt wirklich nicht bremsen muss. Ja. Wie gesagt, so eine Stadtfahrt, bin zum Kudamm gefahren, nicht einmal gebremst. Du fährst dadurch natürlich auch ein bisschen vorausschauender, klar. Aber für die Bremsen selber ist es suboptimal, was die Pflege angeht. Also macht Spaß zu fahren. Oder? Also finde ich auch. Ihr sieht aus so ein bisschen aus Mischung aus Sportwagen und Familienkutsche. Und das Schöne ist, du kannst ihn ganz ruhig fahren, wie eine Limousine, hörst nichts, ist sehr komfortabel. Auch von der Grundausstattung kannst du ja wenig konfigurieren. Ja, das heißt, du kannst den Autopiloten konfigurieren, die Farbe und bei anderen Modellen noch die Felgen. Ansonsten war es das. Die ganze Ausstattung hat er drin, sowas wie Lenkradheizung oder Sitzheizung hinten. Ist ja normalerweise echt nur in der absoluten Luxusklasse drin. Eine Sitzheizung hinten oder Scheibenwischerheizung ist jetzt neu. Das ist halt alles serienmäßig. Dass du bestimmte Fahrerprofile hast. Also wenn jetzt zum Beispiel Lotte ins Auto einsteigt und ich habe sie eingeladen für die App, dann steigt sie ein mit ihrem Handy, das ist der Schlüssel. Und dann stellen sich die Spiegel, das Lenkrad, die Sitze auf sie ein. Und wenn ich einsteige, stellen sie sich wieder auf mich ein, ohne dass ich irgendwas drücke. Genauso, wenn ich das Auto jetzt, wenn ich es verlasse mit meinem Handy, dann sperrt er automatisch ab. Das sind halt alles Sachen, die in der Luxusklasse sind. Und dafür, das ist viel Geld für ein Performance-Modell, liegt bei 61.000 Euro ohne jetzt die Förderung. Jetzt haben sie es nochmal im Anfang März erhöht um 3.000 Euro. Das ist viel Geld. Das heißt, wie viel gibt es dann insgesamt? 9.000 Euro zahlt die BAFA. 3.000 Euro ist der Herstelleranteil, der ist dann schon abgezogen. Und 6.000 Euro kriegst du dann nochmal, wenn du den Antrag stellst, von der BAFA überwiesen. Wichtig ist nur, der Wagen muss zugelassen sein. Da sind schon einige auf die Schnauze gefallen. Die haben den BAFA-Antrag vorher gestellt und dann zugelassen. Und da sind die auch, was ihre Förderkriterien angeht, überhaupt nicht diskussionsbereit. So ist die Gesetzeslage. Du hast zu früh deinen Antrag gestellt, Pech gehabt, 6.000 Euro weg. Und einige treiben es auch ein bisschen zu wild. Es gibt momentan so einen großen Markt, die Model 3 und andere Tesla-Modelle nach Dänemark zu verkaufen, weil du da fast den Neuwert bekommst nach einem halben Jahr und noch mehr. Und dann heimen sie hier die BAFA ein, insgesamt über 9.000 Euro, verkaufen nach einem halben Jahr das Ding mit Gewinn und bestellen einen neuen. Der Klappertest wurde auch bestanden. Es ist nichts zu hören. Nee. Unglaublich. Und das hier bei dem Kopfsteinpflaster. Hier musst du aufpassen mit den Felgen. Da kannst du ein bisschen auf den Bürgersteig drauf machen. Das war der Plan. Ja, weil die sind echt super empfindlich. Genau. Ja. Jetzt drückst du einmal hier auf den Knopf P. Nee, raufdrücken. Nee, guck mal hier. Da. Genau. Und das war's. Sehr schönes Auto. Ja, also ich muss auch sagen, ich war selten so begeistert. Meine Probefahrt damals mit dem Long Range von einem Auto wie hier von dem Ding. Weil ich ja, weißt ja, auch so ein Technikspinner bin und Gadgets und Smart Home und alles muss ja Bluetooth haben. Von mir aus müsste auch ein Kehrbesen Bluetooth haben. Und da ist das natürlich hier die ganzen Spielereien, wenn du jetzt mal hier guckst. Hier gibt es zum Beispiel die Spielekiste. Und dann gehen wir mal auf die Boombox.
machen jetzt mal Hubton. Und jetzt machen wir mal Folgendes. Jetzt drücken wir auf Vorschau. Dinge, die man braucht. Völliger Unfug, total überflüssig. Aber das ist halt Elon Musk. Ja, du kannst auch jetzt hier Megafon. Und jetzt kannst du sprechen und kannst draußen jemanden Hallo sagen. Du kannst dieses Furzen übrigens auch für den Blinker einstellen. Das heißt, statt des Blinkgeräuschs ist Furzen. Ja, dann gibt es sowas wie Romantik. Das ist für uns beide Das wichtig. ist für uns beide wichtig. So. Auch mit Kaminfeuer Mit im Auto. Kaminfeuer. Und das Geile ist, er startet jetzt auch die Heizung und aus dem Bereich kommt die Luft raus. Warm. Unfassbar. Das ist halt irgendwie so Start-up-Humor, ja. Dann kannst du, was ich auch ganz niedlich finde, warte mal, wo ist es? Lichtspektakel ist jetzt Quatsch. Emissionen hatten wir gerade. Ach ja, es gibt hier verschiedene Modi. Und zwar gibt es, siehst du, ich bin auch noch nicht so ganz sicher, wo alles ist. Pedale und Lenken. Also es gibt einen Hundemodus. Da drückst du auf den Dog-Modus. Dann wird das Auto auf 18 Grad klimatisiert im Sommer. Und hier auf dem Display ist ein Hund und es steht drauf, so nach dem Motto, Sie müssen sich nicht sorgen, mir geht's gut, es sind in diesem Auto 18 Grad. Sonst kannst du deinen Hund im Sommer ja nicht im Auto lassen. Das ist eine gute Idee. Ja, oder es gibt den Camp-Modus. Das heißt, wenn du in einem Auto schlafen willst, das machen manche, die machen hinten die Rücksitzbank rum, machen sich eine Matratze rein, schlafen drin, dann machst du den Camp-Modus ein, dann ist die Alarmanlage ausgeschaltet und er heizt 21, 22 Grad die ganze Nacht durch, damit dir warm ist. Also falls wir zu Hause rausfliegen. Falls wir zu Hause rausfliegen, haben wir jetzt eine Wahl. Ja, das ist Tesla. Perfekt. Gut. Zack. Zack. Alter, die werden so heiß. Vor allen Dingen die schaltet dann auch nach einer Zeit ab.